Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen ist wahrscheinlich schon dieses Graphic Recording aufgefallen, das bei uns im Treppenhaus im Haus C am Hauptmarkt steht. Und ich will Ihnen erklären, was es für eine Bewandtnis damit hat und ein bisschen auf die Details eingehen. Hintergrund ist die Durchführung von Kundenerlebnisreisen. Kundenerlebnisreisen, wie wir sie für uns intern ja schon lange machen, erfolgreich machen und auch gut machen. Und dieses Konzept Kundenerlebnisreisen haben wir jetzt auf das Thema Zuwanderung von Fachkräften hier zu uns in die Region angewendet. Und das ist kein Thema, das wir als IHK alleine bearbeiten können, sondern es ist ein komplexes Thema, wo viele Partner zusammenkommen. Und wir haben gesagt, Mensch, es ist so komplex, wir müssen die ganzen Abläufe, die wir haben, mit den Partnern, die wir hier in der Region, hier in Nürnberg haben, mal gemeinsam durchspielen. Und für das Thema Zuwanderung von Fachkräften ist Nürnberg eigentlich das Kompetenzzentrum in der Bundesrepublik. Warum? Na nun, wir haben hier das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sitzen. Wir haben hier die Bundesagentur für Arbeit, sowohl die Bundeszentrale als auch die Regionaldirektion Bayern. Wir haben die IHK FOSA, wir haben die IHK Nürnberg, selbstverständlich, aber wir haben auch einen Partner, Stadt Nürnberg, mit der wir das mal auf lokaler Ebene durchspielen können. Und das Thema ist so komplex, dass wir gesagt haben, lass uns da ruhig mal auf der lokalen Ebene anfangen und das für die, die zu uns kommen sollen als Fachkräfte, so einfach wie möglich machen. Dass es nicht einfach ist, wissen wir alle. Aber was sind denn so die Stellschrauben, an denen wir arbeiten können? Und die Idee ist jetzt hier gemeinsam in dem gemeinsamen Projekt genau das herauszuarbeiten. Und nicht dabei den Ehrgeiz zu entwickeln, weil das würde überhaupt nicht funktionieren, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Detail zu sagen, wie die es besser machen sollten oder der Bundesagentur für Arbeit. Das hat jede Organisation für sich schon irgendwie im Griff, sondern uns das Zusammenspiel der beteiligten Organisationen auch nochmal anzugucken. Weil das ist es ja gerade, was einen schier verrückt macht. Wer ist denn eigentlich für was zuständig? Wo muss ich denn jetzt hingehen? Welche Informationen muss ich für was bereithalten? Mit diesen Partnern haben wir uns auf den Weg gemacht und wir haben im letzten Herbst mit dem Projekt eigentlich begonnen. Und das haben wir unter den Titel gestellt, Let's Work and Live in Nürnberg. Ein englischer Titel. Warum? Ja, weil wir über internationale Fachkräfte sprechen, die kommen. Warum Nürnberg? Na, weil wir es hier einfach mal ausprobieren wollen. Das Projekt ist aber so angelegt gewesen und soll auch genauso weitergeführt werden, dass wir das, was wir hier als Ergebnisse haben, skalieren können, woanders hin übertragen können. Mindestens in Mittelfranken, aber gerne darüber hinaus. Und das darüber hinaus ist genau das, was das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Bundesagentur für Arbeit bewegt, hier mitzumachen. Die wollen selber auch lernen, was kann insgesamt verbessert werden, nicht nur hier in Nürnberg, sondern am Ende eigentlich in der ganzen Bundesrepublik. Das ist unser Angang. Durchaus ehrgeizig, aber wir haben es gemacht. Wir haben gearbeitet dann konkret in dem Projekt mit den Workshops ab 1. Januar bis hier zu dem Ergebnisworkshop am 11. März diesen Jahres und haben die Ergebnisse in diesem Graphic Recording festgehalten. Und da will ich Sie jetzt so ein bisschen durchführen, kurz erklären, was Sie hier finden und dann auch einen Ausblick geben, wie es weitergeht. Ausgangspunkt für unsere Überlegungen war, Nürnberg ist eigentlich immer schon von Menschen mit Migrationshintergrund, von internationalen Fachkräften mitgeprägt gewesen. Heute hat Nürnberg einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von weit über 40%. Darunter sind auch ganz, ganz viele Fachkräfte. Dass das nicht neu ist, zeigt hier Nürnbergs berühmtestes Migrantenkind Albrecht Dürer, der ja direkt auf der anderen Straßenseite von unserem Haus der Wirtschaft zur Welt gekommen ist. Seine Eltern oder sein Vater kam aus dem Gebiet des heutigen Ungarn nach Nürnberg, um hier sein Glück zu machen. Nürnberg war der Ort, wo man hinging, um Zukunft mitzugestalten und seine Zukunft in die Hand nehmen zu können, zu Wohlstand zu kommen.
Also das ist der Ausgangspunkt. Mensch, das ist nichts Neues, über was wir reden, sondern es hat eigentlich schon immer stattgefunden. Aber wir müssen es einfach nochmal neu interpretieren. Und dazu haben wir zwei Personas definiert. Ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber ganz kurz. Das ist einmal die Yasemin Kuru, 25 Jahre aus Izmir, die hier nach Nürnberg kommen will, um hier ihre Zukunft zu finden. Schauen Sie sich da im Detail an. Und der Amit Singh aus Mumbai, 34 Jahre alt, der 10 Jahre Berufserfahrung als Mechatroniker in Mumbai schon hat. Und mit diesen beiden Personas sind wir dann den Prozess hier in Nürnberg durchgegangen. Das vielleicht noch als Einschub dazu. Unser Ehrgeiz war es nicht und ist es im Moment auch nicht, den gesamten Prozess uns anzuschauen. Also was findet da in Indien oder in der Türkei statt, die Auslandsvertretungen, was könnten die besser machen, das können wir nicht beeinflussen. Unser nicht minder ehrgeiziger Anspruch ist zu überlegen, was können wir hier unmittelbar selbst verbessern. Und deshalb starten wir an dem Punkt, wo die beiden zu uns nach Nürnberg kommen. Wir sind es durchgegangen mit ganz interessanten Erkenntnissen, wo auch dann zum Teil Beteiligte aus den Organisationen gesagt haben, boah, wenn man das jetzt so sieht, wie kompliziert es ist, da fragt man sich schon, warum da überhaupt noch Leute kommen. Das ist natürlich eine Erkenntnis, die bitter ist, aber die Erkenntnis ist so falsch wahrscheinlich gar nicht. Also wir haben intensiv in mehreren Workshops gearbeitet und sind dann hier zu diesen Ergebnissen gekommen. 5 Projekte haben wir herausgearbeitet, an die wir rangehen. Gemeinsam. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine einmalige Geschichte, wo die zusammengearbeitet haben, sondern es bleibt zusammen. Das erste Projekt ist, und das klingt schon fast banal, aber so banal es auch klingt, es ist wichtig, wir wollen den kurzen Dienstweg etablieren zwischen den Beteiligten. Wir wollen einen regelmäßigen Austausch etablieren zwischen den Beteiligten. Keine Raketenwissenschaft, aber man muss es trotzdem machen. Und wenn man sich kennt, dann fällt es auch leichter, zum Hörer zu greifen und auch mal anzurufen. Allein über die Workshops hat es schon eine ganze Menge gebracht. Aber dabei soll es nicht bleiben, das soll ja perpetuiert und in die Zukunft geführt werden. Ein zweites Projekt, was sehr, sehr spannend ist und aus meiner Sicht wirklich vielversprechend ist, haben wir mit Family and Friends benannt. Hintergrund ist, dass wir gesehen haben, ohne Unterstützung und ohne dass du des Deutschen wirklich mächtig bist, und selbst für Deutsche ist es extrem komplex, da durchzublicken, ist es fast nicht richtig gut schaffbar, hier durchzukommen. Und da kam eine Studie der OECD uns im Januar zu Pass, wo Menschen, die nach Deutschland wollen als Fachkräfte oder die schon in Deutschland sind, befragt wurden. Ganz viele super spannende Ergebnisse. Ich glaube, den Link können wir auch hier einblenden. 2 Fragen und die Antworten darauf waren für uns hier ganz erhellend. Frage 1, die gestellt wurde, ist, wie sind Sie darauf gekommen, nach Deutschland zu wollen? Wie sind Sie auf Deutschland aufmerksam geworden? Und dann denkt man sich, naja, vielleicht PR-Kampagnen, die Plattform Make It in Germany oder sonstige Aktivitäten. Nein, die sind eigentlich relativ gering in der Nennung. An Platz 1 mit weitem Abstand ist Familie, Freunde, Bekannte. Also Family and Friends. Über die wird es transportiert. Menschen, die schon hier sind und nach Hause berichten, das ist gar nicht schlecht. Zum Beispiel in Nürnberg. Und die zweite Frage, die gestellt wurde an die, die schon da sind, wer hat euch denn geholfen hier beim Ankommen? Und die ernüchternde Erkenntnis ist, auf Platz 1 der Nennungen war niemand. Und auf Platz 2 der Nennung kam Familie, Bekannte, Freunde. Alles andere, öffentliche Einrichtungen, Berater etc., auch in einem minimalen Bereich weit abgeschlagen. Das hat für uns jetzt dieses Projekt entstehen lassen. Dann reden wir doch mal hier mit Family and Friends, mit den Menschen, die schon hier sind, die intrinsisch motiviert ihre Bekannten, Freunde, Familienmitglieder beraten. Kommt doch nach Deutschland, nach Nürnberg, zu uns hier in die Region und wir unterstützen euch hier. Dinge, die intrinsisch motiviert sowieso stattfinden
Und da gehen wir jetzt in den Dialog. Wir hatten vor kurzem ein erstes Gespräch mit dem Integrationsrat der Stadt Nürnberg. Sehr, sehr vielversprechend, große Offenheit. Da werden sich sicher viele, viele Dinge entwickeln. Das ist es im Moment gerade spannend, was da herauskommen wird. Aber wir können uns gut vorstellen, dass aus der Community oder aus den Communities viel Feedback kommt, wo man sich vorstellen kann, mit uns zusammenzuarbeiten, um diese Family and Friends Gedanken noch besser zum Tragen kommen zu lassen. Da sind wir sehr gerne dabei. Das Interessante ist, das ist nichts, was jetzt nur wir als IHK machen, sondern das ist etwas an Angebot, zum Beispiel hier an den Integrationsrat der Stadt Nürnberg, was wir gemeinsam, alle Projektpartner, tun. Das dritte Projekt ist das Zusammenspiel der Organisationen. Also nicht nur wir kennen uns und tauschen uns aus, sondern wir spielen da auch tatsächlich zusammen. Im Kern geht es um dieses kleine Feld hier, es ist fast ein bisschen zu klein geraten, nämlich die Idee ist es, ein virtuelles Kompetenzteam zu schaffen. Aus jeder der beteiligten Organisationen sollen 2 Leute ein größeres Team bilden, übergreifend, was so im Hintergrund agiert und im Hintergrund ansprechbar ist für das Tagesgeschäft, für die Menschen in den einzelnen Organisationen, die im Tagesgeschäft eine Frage haben. Wie geht es da weiter? Es klemmt gerade hier, könnt ihr uns unterstützen? Und das soll hier über dieses ganz konkrete Zusammenspiel noch weiter verbessert werden. Und ein Ergebnis daraus soll dann auch mit sein, das Projekt Nummer 4, alles, was hier auftaucht, soll damit reinfließen, Checklisten zu schaffen. Checklisten für Fachkräfte, die ankommen, aber auch schon vor der Ankunft, denen zu sagen, was muss denn passieren, wie so Laufzettel, was muss ich tun. Da denken wir zum einen natürlich an physische Zettel, an Papier, aber nicht nur. Das Ganze natürlich auch digital abrufbar haben und digital nutzbar haben. Das hat uns dann aber auch zu dem Gedanken gebracht, es wäre natürlich schon super, wenn wir das alles in einer eigenen App hätten. Eine App, die in mehreren Sprachen verfügbar ist, immer aktuell ist oder aktualisiert wird. Und wir haben sie hier als Mein Nürnberg-App genannt. Das ist ein großes Thema, weshalb wir hier dieses Thema erstmal auf den Parkplatz geschoben haben und dort geparkt haben. Aber dieses Thema parkt da gar nicht lange, weil einen Tag nach diesem Ergebnisworkshop haben wir erfahren, und da müssen wir gestehen, dass keiner von den beteiligten Partnern hier das auf dem Schirm hatte. Einen Tag danach haben wir erfahren, es gibt eine App, die Integrate App, Great, Englisch groß, die in der Flüchtlingswellenzeit 2015-16 geschaffen wurde, die einen Rahmen bildet, der von einzelnen Kommunen genutzt werden kann, um das auf die eigene lokale Ebene herunterzubrechen. Und so gibt es auch eine Integrate Nürnberg App, hört, die relativ aktuell die Zielgruppe Geflüchtete anspricht. Für uns jetzt die Überlegung, Mensch, wenn es diese Integrate Nürnberg App mit Zielrichtung Geflüchtete gibt, lass uns doch darauf aufbauen und die Zielgruppe Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen, ergänzen. Viele Informationen, die da drin sind für beide Zielgruppen nutzbar, zumal auch in der Gruppe der Geflüchteten durchaus Fachkräfte dabei sind. Also ein kleines Beispiel, wo kann ich koscher Essen einkaufen in Nürnberg und dergleichen mehr. Wir sind hier im Gespräch mit der Stadt Nürnberg zusammenzuarbeiten. Die Offenheit ist da, jetzt müssen wir gucken, wie wir das zusammenbekommen. Das ist so der Schnelldurchlauf durch die Projekte. Was spannend ist, wir hatten vor kurzem den Staatssekretär Gotthard aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium hier, den wir auch hier das vorgestellt haben. Wir sind auf sehr, sehr großes Interesse gestoßen. Na klar, das Thema Fachkräftesicherung ist ein Riesenwirtschaftsthema, ist ein Riesenthema auch für das Wirtschaftsministerium. Es muss eins sein. Und jetzt nochmal kurz zurück zu der App. Wir würden die App nicht unbedingt Integrate Nürnberg benennen nur, sondern nach unserer Vorstellung, und ich hoffe, dass sich das in irgendeiner Art und Weise realisieren lässt, würden wir das verbinden wollen, auch von der Benennung her, mit der Make It in Germany
App, die es schon gibt für Fachkräfte. Dann hätten wir quasi auf deutscher Ebene Make it in Germany und dann auf lokaler Ebene, zum Beispiel hier in Nürnberg, die Make it in Nürnberg App. Eine App, die wir jetzt hier erstmal weitergestalten wollen, aber die natürlich genauso nutzbar ist für Ansbach, für Rothenburg, für Erlangen etc. pp. Und natürlich darüber hinaus. Das ist jetzt die Überlegung, die uns treibt. Was dann fehlen würde, und da ist dann vor allen Dingen auch der Staatssekretär darauf angesprungen, ist die Ebene zwischen der Bundesebene, der lokalen Ebene, die Bayern-Ebene. Wir haben keine elektronische Plattform für Make it in Bavaria. Und das ist eigentlich etwas, was genau fehlt. Und auch da sehen wir eine gute Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit dem Freistaat, das hier am Beispiel Nürnbergs mal durchzuexerzieren, zu lernen, um das dann auch zu skalieren und auszurollen. Also wir sind mittendrin. Es ist gut angelaufen. Es war eine wirklich gute Arbeitsatmosphäre. Während des Projektlaufs kam auch noch die Regierung von Mittelfranken dazu, die hier auch sehr, sehr intensiv mitgewirkt hat. War eine wirklich gute Zusammenarbeit. Und wir glauben, dass wir ausgehend von dem Gedanken, Fachkräftezuwanderung hat eigentlich schon immer stattgefunden. Wir müssen es halt jetzt auf den aktuellen Stand bringen, das so einfach wie möglich zu machen, hierher zu kommen und in das Leben in Nürnberg, in unserer Region integriert zu werden. Und da gehen wir ran mit vereinten Kräften und ich hoffe, dass wir laufend über ganz spannende neue Dinge berichten können, die dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt wurden. Ich bin selber sehr, sehr gespannt und freue mich, wenn ich bald schon wieder vor der Kamera stehen kann und Ihnen die nächsten Ergebnisse vorstellen darf.